Geizig? Er ist sehr geizig und gibt nie Geld aus. Verschwenderisch? Sie ist sehr verschwenderisch mit ihrem Geld. Das Konto? Er eröffnete ein neues Konto bei der Bank. Das Sparkonto? Er hat sein Geld auf ein Sparkonto eingezahlt. Das Girokonto? Er hat sein Gehalt auf sein Girokonto überwiesen. Buchen? Die Ausgaben werden auf dem Konto gebucht. Abbuchen von? Der Betrag wird von seinem Konto abgebucht. Die Ausgabe? Er hat viel Geld für die Ausgaben aufgewendet. Das Preis-Leistungs-Verhältnis? Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut. Sich gönnen? Er gönnt sich einen teuren Urlaub. Das Potenzial? Das Unternehmen hat viel Potenzial. Den Dreh raus haben? Er hat den Dreh raus, wenn es darum geht, Kunden zu gewinnen. Auf Teufel komm raus? Er will auf Teufel komm raus gewinnen. Das Zahlungsmittel? Ich benutze das Zahlungsmittel, um meine Rechnungen zu bezahlen. Die Schnecke? Die Schnecke kriecht langsam über den Boden. Die Kaurischnecke? Die Kaurischnecke ist eine besondere Art von Schnecke. Das Geld? Ich habe das Geld in meiner Tasche. Das Münzgeld? Ich kaufe dieses Eis mit Münzgeld. Das Papiergeld? Ich habe das Papiergeld in meiner Brieftasche. Das Primitivgeld? Das Primitivgeld wurde früher verwendet, bevor es Münzen und Papiergeld gab. Das Steingeld? Das Steingeld wurde früher in bestimmten Kulturen verwendet. Das Metall? Ich arbeite mit Metallen in meiner Werkstatt. Das Edelmetall? Gold und Silber sind Beispiele für Edelmetalle. Das Gold? Ich habe eine Goldmünze in meiner Sammlung. Das Silber? Ich habe Silberschmuck. Die Bronze? Die Statue ist aus Bronze gemacht. Das Kupfer? Ich benutze Kupferdraht für meine Schmuckherstellung. Das Eisen? Eisen ist ein wichtiges Metall in der Industrie. Der Spaten? Ich benutze einen Spaten, um im Garten zu arbeiten. Der Reif? Der Reif sieht gut auf meinem Arm aus. Der Halsreif?
Der Halsreif ist ein Schmuckstück, das um den Hals getragen wird. Der Barren. Ich habe einen Goldbarren in meinem Safe aufbewahrt. Das Barrengeld. Das Barrengeld wurde früher als Zahlungsmittel verwendet. Der Stab. Ich benutze einen Stab, um mein Gleichgewicht zu halten. Die Münze. Ich sammle Münzen aus verschiedenen Ländern. Vormünzlich. Unter vormünzlichen Zahlungsmitteln versteht man Objekte, die als Tauschwert mit einem symbolisierten Gebrauchswert verhandelbar waren. Prägen. Die Münzen werden geprägt, bevor sie in Umlauf gebracht werden. Die Prägung. Die Prägung auf der Münze zeigt das Bild des Landes. Die Waage. Ich benutze eine Waage, um das Gewicht von Dingen zu messen. Ermitteln. Ich ermittle den Wert des Schmuckstücks. Einen Wert ermitteln. Ich ermittle den Wert des Schmuckstücks, bevor ich es verkaufe. Im Einsatz sein. Der Feuerwehrmann ist im Einsatz. Die Banknote. Die Banknote ist 10 Euro wert. Die Währung. Die Währung in Deutschland ist der Euro. Das Währungssystem. Das Währungssystem in Europa ist der Euro. Unterliegen. Die Preise unterliegen ständigen Veränderungen. Einer Veränderung unterliegen. Die Währung unterliegt ständigen Veränderungen. Der Übergang. Der Übergang von der D-Mark zum Euro war schwierig. Als Übergang ansehen. Man kann den Übergang von der D-Mark zum Euro als eine große Veränderung ansehen. Handlich. Das Handy ist handlich und leicht zu transportieren. In Umlauf bringen. Die Banken bringen neue Banknoten in Umlauf. Decken durch. Der Bedarf an Geld wird durch den Umsatz mit Waren gedeckt. Die Deckung. Die Deckung des Bedarfs an Geld ist wichtig für die Wirtschaft. Die Inflation. Die Inflation führt zu steigenden Preisen. Abschaffen. Die Regierung hat beschlossen, die alte Währung abzuschaffen. Überwiegen. Die Vorteile der neuen Währung überwiegen die Nachteile. Das Misstrauen gegenüber. Viele Menschen haben Misstrauen gegenüber der neuen Währung. Etablieren. Die neue Währung hat sich erfolgreich etabliert. Das Gut. Geld ist ein wichtiges Gut in unserer Gesellschaft.
Das Handelsgut. Geld ist ein wichtiges Handelsgut. Die Handelsware. Geld wird oft als Handelsware eingesetzt. Tauschen. Die Menschen tauschen Güter und Dienstleistungen. Der Tausch. Der Tausch ist eine älteste Form des Handels. Die Tauschbeziehung. Die Tauschbeziehung zwischen zwei Personen ist auf Vertrauen aufgebaut. Der Tauschhandel. Der Tauschhandel war in früheren Zeiten sehr verbreitet. Das Tauschmittel. Geld ist das wichtigste Tauschmittel in unserer Gesellschaft. Die Tauschwirtschaft. In einer Tauschwirtschaft tauschen die Menschen Güter und Dienstleistungen direkt miteinander. Der Gütertausch. Der Gütertausch war in früheren Zeiten die Regel. Die Überlegenheit. Geld hat gegenüber einer Tauschwirtschaft die Überlegenheit, dass es einfacher zu handhaben ist. Exponentiell. Die Technologie entwickelt sich in den letzten Jahren exponentiell. Universell. Geld ist ein universelles Tauschmittel, das weltweit akzeptiert wird. Aufbewahren. Die Menschen aufbewahren ihr Geld meistens in einer Bank. Die Aufbewahrung. Die Aufbewahrung von Wertgegenständen ist wichtig für die Sicherheit. Die Wertaufbewahrung. Die Banken bieten ihren Kunden eine sichere Wertaufbewahrung. Das Bankengeld. Das Bankengeld ist das Geld, das in einer Bank aufbewahrt wird. Das Buchgeld. Das Buchgeld ist das Geld, das auf einem Bankkonto geführt wird. Das Geldinstitut. Banken und Sparkassen sind Beispiele für Geldinstitute. Das Guthaben. Das Guthaben auf einem Bankkonto zeigt den verfügbaren Betrag an. Der Betrag. Der Betrag, den man auf einem Bankkonto hat, nennt man Guthaben. Der Geldbetrag. Der Geldbetrag, den man auf einem Bankkonto hat, nennt man Guthaben. Gutschreiben. Eine Überweisung wird dem Empfängerkonto gutgeschrieben. Buch führen. Banken führen Buch über alle Ein- und Ausgänge auf den Konten ihrer Kunden. Die Buchführung. Die Buchführung ist wichtig, um unsere Einnahmen und Ausgaben im Auge zu behalten. Das Geschäftsbuch. Ich muss heute mein Geschäftsbuch aktualisieren, um meine Verkäufe zu überprüfen. Vergeben. Die Bank hat dem Kunden einen Kredit vergeben. Einen Kredit vergeben. Der Kreditgeber hat dem Kreditnehmer einen Kredit vergeben. Die Kreditvergabe.
Die Kreditvergabe kann je nach Kreditwürdigkeit des Kunden unterschiedlich ausfallen. Gewähren. Die Bank hat dem Kunden einen Kredit gewährt. Einen Kredit gewähren. Der Kreditgeber hat dem Kreditnehmer einen Kredit gewährt. Der Kreditgeber. Der Kreditgeber ist die Bank, die das Geld verleiht. Der Kreditnehmer. Der Kreditnehmer ist die Person oder das Unternehmen, das den Kredit aufnimmt. Schulden. Der Schuldner schuldet dem Kreditgeber Geld. Der Schuldner. Der Schuldner ist verpflichtet, seine Schulden zu bezahlen. Geld schaffen. Die Regierung muss eine Möglichkeit finden, Geld zu schaffen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Geld schöpfen. Die Zentralbank kann Geld schöpfen, indem sie neue Banknoten druckt. Die Geldschöpfung. Die Geldschöpfung bezieht sich auf die Schaffung neuen Geldes durch die Zentralbank. Der Zins. Der Zins auf dem Kredit beträgt 5%. Verfügen über. Der Kunde verfügt über genug Geld, um den Kredit zurückzuzahlen. Investieren. Der Investor hat in Aktien investiert, um Gewinne zu erzielen. Zirkulieren. Das Geld muss in der Wirtschaft zirkulieren, damit sie funktioniert. Die Forderung. Der Schuldner hat die Forderung des Kreditgebers nicht bezahlt. Streichen aus. Die Bank hat die Forderung aus dem Konto des Schuldners gestrichen. Zahlungsfähig. Der Schuldner ist zahlungsfähig und kann seine Schulden bezahlen. Das Finanzsystem. Das Finanzsystem bezieht sich auf die Struktur und die Regeln, die den Umgang mit Geld regulieren. Vertrauen schenken. Der Kreditgeber muss dem Kreditnehmer Vertrauen schenken, dass er seine Schulden zurückzahlen wird. Die Panik. Die Menschen gerieten in Panik, als sie das Feuer bemerkten. Die Ökonomie. Ich habe gestern Abend eine Dokumentation über die Ökonomie gesehen. Die Verhaltensökonomie. In der Verhaltensökonomie wird untersucht, warum Menschen oft nicht rational handeln. Der Homo economicus. Der Homo economicus ist ein theoretisches Konzept in der Wirtschaftswissenschaft. Ökonomisch. Viele Menschen treffen ökonomische Entscheidungen aufgrund emotionaler Gründe. Rational. Eine rationalere Entscheidung wäre gewesen, das Projekt abzubrechen. Irrational. Manchmal können Menschen irrational handeln und Entscheidungen treffen, die ihnen langfristig schaden. Auswerten.
Bevor wir eine Entscheidung treffen, müssen wir alle verfügbaren Informationen auswerten. Abwägen. Wenn man eine Entscheidung trifft, muss man die Vor- und Nachteile abwägen. Kosten und Nutzen abwägen. Bevor ich eine Entscheidung treffe, wäge ich immer sorgfältig die Kosten und den Nutzen ab. Die Annahme. Die Annahme, dass alle Menschen gleich sind, ist nicht immer korrekt. Der Eigennutz. Der Eigennutz ist ein wichtiger Faktor in vielen wirtschaftlichen Entscheidungen. Die Willenskraft. Ohne Willenskraft ist es schwierig, Ziele zu erreichen. Sich leiten lassen von. Man sollte sich nicht von seinen Emotionen leiten lassen. Das Experiment. Das Experiment war erfolgreich und lieferte interessante Ergebnisse. Das Feldexperiment. Das Feldexperiment untersuchte die Auswirkungen von verschiedenen Anbauverfahren. Unterbinden. Die Regierung hat beschlossen, den Verkauf von Alkohol zu unterbinden. Erwünscht. Eine schnelle Lösung für das Problem wäre erwünscht. Unerwünscht. Die unerwünschten Nebenwirkungen des Medikaments waren schwerwiegend. Mit Bedacht vorgehen. Bei schwierigen Entscheidungen sollte man mit Bedacht vorgehen. Das Bußgeld. Das Bußgeld für zu schnelles Fahren ist hoch. Auftauchen. Plötzlich tauchte ein unbekanntes Problem auf. Die Unannehmlichkeit. Die Unannehmlichkeit, auf ein Ersatzteil zu warten, war groß. Die Option. Ich habe mehrere Optionen zur Auswahl. Sich einigen auf. Wir müssen uns auf einen Termin für das Treffen einigen. Die Einigung. Nach langen Verhandlungen konnte endlich eine Einigung erzielt werden. Bilateral. Die beiden Länder haben ein bilaterales Abkommen unterzeichnet. Die Version. Wenn man nicht hart arbeitet, wird man am Ende leer ausgehen. Leer ausgehen. Ich habe alles gegeben, aber leider bin ich leer ausgegangen. Simulieren. Die Feuerwehr simulierte einen Brand, um die Evakuierung zu testen. Die Norm. Diese Verhaltensweise entspricht nicht der Norm. Sich richten nach. Viele Menschen richten sich bei ihrer Ernährung nach den Empfehlungen der Ernährungsexperten. Die Entlastung. Die Entlastung kam erst, als der Prüfungstermin vorbei war. Offenbar. Offenbar hat er das Problem noch nicht verstanden. Schlüsse ziehen aus.
Aus den Ergebnissen der Studie können wir wichtige Schlüsse ziehen. Hindeuten auf. Die Spuren am Tatort deuten auf einen Einbruch hin. An Einfluss verlieren. Die Regierungspartei verliert immer mehr an Einfluss. An Einfluss gewinnen. Die Gewerkschaften gewinnen zunehmend an Einfluss. Das Schuldgefühl. Er hatte ein Schuldgefühl, weil er seine Freunde allein gelassen hatte. Sich rechtfertigen. Sie versuchte, ihr Verhalten zu rechtfertigen. Sich ziehen auf. Wenn man bei der Arbeit faul ist, zieht man Kritik und schlechte Bewertungen auf sich. Bedenken. Bevor du eine Entscheidung triffst, solltest du alle Faktoren bedenken. Pluralistisch. In einer pluralistischen Gesellschaft gibt es viele verschiedene Meinungen und Ansichten. Dominant. Die dominanten Parteien haben die Wahlen gewonnen. Sich erkaufen. Er hat sich seinen Erfolg mit harter Arbeit erkaufen müssen. Der Lebensstandard. In Ländern mit höherem Lebensstandard gibt es oft auch höhere Lebenshaltungskosten. Messen an. Die Leistung der Firma kann man am Umsatz messen. Das Bruttosozialprodukt. Das Bruttosozialprodukt Deutschlands ist im letzten Quartal um 2,1% gestiegen. Das Bruttoinlandsprodukt. Das Bruttoinlandsprodukt Japans ist im letzten Jahr um 1,8% gestiegen. Die Schwelle. Die Schwelle zum Erfolg ist hart, aber es lohnt sich, hart zu arbeiten. Relativ. Die Aussage ist relativ, da sie von vielen Faktoren abhängt. Befähigen. Die Schulung soll die Mitarbeiter befähigen, die neuen Aufgaben zu erfüllen. Sich aufstellen. Ich möchte mein Leben ändern und mich neu aufstellen. Intakt. Das Gebäude blieb nach dem Erdbeben weitgehend intakt. Das Arbeitszeitmodell. In unserem Unternehmen haben wir ein flexibles Arbeitszeitmodell.